das sind die Farben, die mich seit, ich glaube, 15 Jahren begleiten. Ganz oft nehme ich mir vor, ein Bild in anderen Farben zu malen und es kommen immer wieder diese dabei raus. Oft auch mehr so ein nicht ganz so krasses Pink, sondern mehr so ein Rosa. Aber das sind Farben, die immer wieder zu mir finden und mir persönlich tatsächlich auch gefallen. Und das Bild an sich, ja, steht für Zerbrechlichkeit, aber gleichzeitig auch das Entstehen von etwas, was aus einer Traumwelt entspringt. Und aber auch die andere Seite der Zerbrechlichkeit ist der Selbstschutz, der manchmal ganz schön biestig sein kann, glaube ich. Also das ist so die Schöne und das Biest zugleich. Und ich glaube, dass es der Blume gut tut, über sich hinauszuwachsen, damit sie sich nicht mehr so zerbrechlich fühlt und auch nicht mehr so viel schützen muss. Und das ist die Geschichte dieses Bildes. Das Thema, was mich immer begleitet, wenn ich male, ist Wachstum. Mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, mich mit meiner Umwelt und gesellschaftlichen Themen, sozialen Themen auseinanderzusetzen und zu schauen, was ergibt sich da. Also wenn ich anfange zu malen, habe ich oft noch keinen Plan und darum ist es, finde ich, auch viel ausprobieren und machen. Und dann entdecke ich darin was, wo mir dann auffällt, dieses Thema spiegelt sich da gerade drin wider. Und dann kann ich die Kunst dafür benutzen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und parallel dazu schaue ich dann irgendwie in meinem Leben, was da so der Weg ist und was meine Fragen sind oder worauf das vielleicht hinauslaufen könnte. Und die Kunst läuft dann nebenher und am Ende gehe ich dann anders aus so einem Projekt heraus, als ich reingegangen bin. Und es sind oft, glaube ich, Entwicklungsprozesse zu, ja, entweder von mir selbst oder die ich halt irgendwelchen Themen oder Fragen gegenüber durchlaufe, wo ich einfach mit einer Erkenntnis daraus hervorgehe und die ich dann für mich halt in der Kunst darstellen kann oder die auch dafür benutze, manchmal als Gegenspieler, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und am Ende ist es fertig, ich kann es hinter mir lassen und dann kann das nächste kommen. Und das ist, glaube ich, immer Teil von Kunst für mich und auch deswegen von allen Bildern. Es ist so eine Wechselwirkung zwischen einer Idee, die man selber entwickelt, aus irgendwelchen Gedanken und halt einem Bild, was mir dann was beibringt, was mir halt voll die Gedankenanstöße gibt. Deswegen mag ich das auch so gern, Texte dazu zu schreiben. Between Black and White heißt das Projekt. Es fing irgendwie damit an, dass ich angefangen habe, schwarz-weiße Hintergründe zu malen, die oft so voll geplant sind, Strukturen aufweisen und die stehen so ein bisschen für die Strukturen, die wir uns in der Gesellschaft oder auch innerhalb des Denkens und so erschaffen haben. Das hat sich dann schon länger angebahnt, fing irgendwie an, dass ich da dann Sachen drauf gemalt habe. Dann fing es an mit Abdrücken und Farben und so. Und ja, jetzt mittlerweile ist da so ein Projekt daraus entstanden, was auch mit Fotografie in Kombination ist. Und wo es halt so darum geht, dass zwischen Schwarz und Weiß, zwischen richtig und falsch, zwischen irgendwie gut und schlecht, ist halt eigentlich so viel anderes. Und das eigentliche Leben findet statt, wenn man aufhört, in diesen Strukturen zu denken und sich selber so zu limitieren. Und deswegen sind die Farben, die organischen Formen, die ja, lebendigen Dinge auch, also im Fotoprojekt sind auch irgendwie Blumen und Pflanzen mit drin, sind halt das, was eigentlich das Lebendige ausmacht. Und das ja, ist halt oft weit entfernt vom Denkprozess, weil es im Endeffekt dann mehr ums Fühlen geht und da gibt es dann halt gar nicht mehr so Abstufungen wie richtig und falsch, schwarz und weiß und so. Und davon handelt dieses Projekt, aus seinen gewohnten Strukturen rauszukommen und sich selber freizulassen.